Hallo Leute! Nach über einem Monat in Deutschland ist mir aufgefallen, wie wichtig Regeln in Deutschland sind. Das Gute daran ist, dass sich fast alle Menschen an die Regeln halten und sie respektieren. Das macht die Städte sauber, sicher und das Leben hier angenehm. Das Negative daran ist jedoch, dass es hier in Deutschland zu viele Regeln gibt. Wer hier geboren ist, kann sich diese vielleicht leicht merken, aber Neuankömmlinge und Migranten brauchen möglicherweise eine Weile, bis sie sich alle merken. Wir sind an die meisten Regeln bereits gewöhnt und ich selbst habe keine Schwierigkeiten, sie zu befolgen, da sie das Leben viel einfacher machen, wenn man sie logisch betrachtet. In diesem Video möchte ich euch einige dieser Regeln vorstellen. Vielleicht kann ich nicht alle wichtigen Regeln in einem Video erklären. Also sagt mir, ob ihr ein zweites Video über Regeln in Deutschland möchtet. Mein Name ist Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und ich wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Das hilft mir sehr. Dankeschön. Die erste Regel, über die ich sprechen möchte, betrifft die Ruhezeit in Deutschland. Die Deutschen nehmen ihre Ruhezeit sehr ernst und insbesondere nachts und sonntags sollte die Ruhezeit respektiert werden. Andernfalls könnten die Deutschen euch selbst warnen. Aber was sind diese Regeln? Nummer 1. Nachtruhe. Von 20 Uhr bis 6 Uhr. In dieser Zeit muss es leise sein. Ja? Laute Musik und laute Hausarbeiten sind verboten. In meinem eigenen Land, dem Iran, gab es eine solche Regel nicht. Selbst um Mitternacht hörten wir Leute reden und lachen, sogar feiern und tanzen. Daher war es für uns zunächst ein Schock, dass die Nächte hier so ruhig sind. Aber jetzt finde ich es so viel entspannter. Nummer 2. Mittagsruhe. Oft von 13 Uhr bis 15 Uhr in Wohngebieten. Ja, Lärm zu machen oder laute Hausarbeiten wie Staubsaugen oder Gartenarbeit zu dieser Tageszeit zu erledigen, ist ebenfalls nicht erlaubt. Okay? Ich glaube, es ist nicht so streng wie die Nachtruhe, aber die Regel sollte trotzdem respektiert werden. Nummer 3. Sonntage und Feiertage. Ganztägige Ruhe. Okay, ich habe bereits ein Video über Sonntage in Deutschland gemacht. Der ganze Tag sollte ruhig sein und das Ziel ist es, den Menschen etwas Zeit zu entspannen zu geben, ohne die Ruhe anderer zu stören. Und Nummer 4, Lärm von Hunden. Ja, Hunde sollten in Ruhezeiten nicht ständig bellen, andernfalls kann der Nachbar Polizei informieren. Aber ich sollte hinzufügen, dass ihr bei besonderen Anlässen, wenn ihr eine Party oder Gäste habt, es auf ein Blatt Papier schreiben und die Notiz auf ein schwarzes Brett kleben und die Nachbarn vorher benachrichtigen und euch entschuldigen könnt. Die nächste Regel betrifft den Müll. Ich denke, ihr wisst alle, dass die Deutschen sich sehr um die Umwelt kümmern und versuchen, sie zu schützen. Daher ist Mülltrennung für sie sehr wichtig. Papier, Plastik, Bio, Restmüll sollten alle getrennt werden. Mülltrennung ist Pflicht. Außerdem kostet Müll wegwerfen in der Natur oder auf die Straße Strafe. Als nächstes möchte ich über die Verkehrsregeln sprechen. Das ist sehr wichtig, dass man die Verkehrsregeln beachtet, sonst muss man eine Geldstrafe zahlen oder wird auf eine andere Weise bestraft.
Rechtsfahren ist Pflicht. Sicherheitsgut anlegen ist für alle vorgeschrieben. Es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, in Städten meist 50 km pro Stunde und in manchen überfüllten Straßen wie hier 30 km pro Stunde, außerorts 100 km pro Stunde. Auf der Autobahn gibt es oft kein Limit, aber eine Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde. Über Rot gehen oder fahren ist verboten, auch für Fußgänger. Diese Taste muss gedrückt werden, dann kommt das Signal und das grüne Licht an der Ampel zeigt an, dass Fußgänger die Straße überqueren dürfen. Und als nächstes möchte ich über einige soziale Regeln sprechen. Wie ihr wisst, ist dieses Land die Heimat vieler Auswanderer. Viele Menschen aus aller Welt haben hier in Deutschland Frieden und ein Zuhause gefunden. Deutschland ist wie eine liebevolle Mutter, die Kinder aus aller Welt adoptiert hat. Daher ist es sehr wichtig, dass sich die Auswanderer hier sicher und willkommen fühlen. Ich kenne mich nicht mit allen Städten aus, aber hier in Köln trifft man auf Menschen aller Nationalitäten, aus Asien, Afrika, Amerika und so weiter. Sie alle leben glücklich hier. Mein Mann und ich gehören auch zu diesen Menschen. Wir haben nie rassistische Diskriminierung erlebt. Und ich möchte euch sagen, dass in Deutschland Rassismus, Diskriminierung, Beleidigung strafbar sind. Okay, wenn ihr Hunde habt und euch fragt, welche Regeln für Hunde gelten, hier sind ein paar Beispiele. In vielen Städten und öffentlichen Plätzen müssen Hunde an der Leine geführt werden. Entschuldigung, aber es ist auch sehr wichtig. Besitzer müssen den Kot ihres Hundes entfernen. Meist gibt es dafür Beutel und Mülleimer in Parks und auf Gehwegen. Wer es nicht macht, kann ein Bußgeld zahlen. Bußgeld bedeutet Geldstrafe. Hier zahlen Hundehalter Hundesteuer. Ihr findet es vielleicht lächerlich und unfair, aber im Gegenteil, es ist eigentlich sehr fair. Als Hundebesitzer kann ich euch sagen, dass es fair ist. Hier in Deutschland können wir mit unserem kleinen Fellbaby mit Bus oder mit Bahn fahren. Wir können in Einkaufszentren gehen und viele verschiedene Einrichtungen nutzen. Das macht die Steuer fair. Hunde müssen regelmäßig geimpft sein. Hunde dürfen andere Menschen oder Tiere nicht gefährden. Ich habe versucht, euch einige der Regeln zu erzählen, die ich in Deutschland kenne. Aber wenn ihr mehr über die Regeln in Deutschland erfahren möchtet, insbesondere über Steuern, was selbst eine lange Geschichte ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bis jetzt hatten wir keine Probleme mit den Regeln und wurden glücklicherweise weder bestraft, noch haben wir eine Strafe bezahlt. Aber wenn ihr Schwierigkeiten mit den Regeln hattet, ob absichtlich oder unabsichtlich, schreibt uns bitte in den Kommentaren. Eure Erfahrungen könnten anderen von Nutzen sein. Und wie immer, danke fürs Zuschauen. Falls euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Video.